Ja, schön, dass ihr da seid. Claudia und Sonja. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach wieder mit und begleitet uns bei unseren Touren. Oh, heute geht es in die Partisanenhöhle und in den Krustaswald, allerdings zu einem anderen Rundgang als den wir schon vom letzten Jahr kennen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, es sieht alles sehr spektakulär aus. Sonja versucht mal. Ich bin dafür zu schissig. Ich mache das nicht. Aber Sonja ist da schon ein bisschen kühner. Aber es sieht schon sehr, nicht gerade einfach aus. Festhalten, okay. Na, seid vorsichtig, gell? Ja, sie macht das schon ganz gut. Wo ist sie hin? Sie ist ja aus dem Bild weg. Ich glaube, es ist doch schwieriger als gedacht. Sie meinte gerade, der ganze Laub von den Bäumen und man kann gar nicht sehen, wohin man tritt. Da muss man richtig vorsichtig sein. Ja, so langsam nähert sie sich doch diesem Eingang in der Höhle. Ich verfolge, wie die Sonja da in diese Höhle verschwindet und ich schaue von oben zu. Also es ist so pechschwarz hier, trotz Licht. Wie ihr seht, sieht man nichts. Wirklich nichts. So, da ist der Ausgang. Und da werde ich jetzt wieder hochkrabbeln. Jetzt geht es erstmal hier wieder aus dem Loch raus. Da muss ich ganz wieder hoch zum Baum. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also es war schon eine ziemliche Kraxelei hier. Und es geht wirklich extrem, ziemlich stark runter. Oh Sonja, bin ich froh, dass ich dich wieder habe. Ist nicht ohne. Nee, ne, das glaube ich. Es sieht auch sehr steil von hier aus. Ja, es geht auch so steil in der Höhle weiter. Hast du sehr schön gemacht, Sonja. Ja, ich bin froh, wieder da zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Genau. Das war interessant, war besser wie ein Thriller. Ja, und von der Partisanenhöhle aus geht es jetzt noch ein kleines Stückchen weiter bis zum Rundgang im Wald von Krustas. Ja, hier sind wir wieder. Ein Jahr später, aber wieder bei Krustas. Genau, und wir werden allerdings nicht die gleiche Tour laufen, sondern wir werden heute eine andere Tour hier in dem Krustaswald uns mal angucken. Genau, aber dieses Mal mit Sonnenschein. Mit Sonnenschein, ja. So, wir machen uns abmarschbereit. Ja, Auto steht am altbekannten Punkt wieder. Allerdings fangen wir heute nicht in die Richtung an hier, sondern heute müssen wir ein Stückchen hier runter und dann geht's ins Gebiet rein. Ja, das ist richtig gut hier mit diesem ganzen Moos über diese Steine links und ja, rechts auch. Jetzt werden wir ein Stückchen weiter den Weg hier entlang gehen und dann geht es dann links ab in den Wald. Unseren Pfad haben wir hier gefunden und heute geht es wohl entlang der blauen oder auch blau-grünen Markierung. Und der soll wohl sehr gut markiert sein, dieser Weg. Ja, gucken wir uns mal an. Ja, sieht richtig schön aus hier. Man hat sich wirklich ein Gefühl, ein bisschen im Wald zu sein. Gestaltet sich schon wieder richtig schön. Der Weg scheint wirklich sehr gut markiert zu sein hier. Das war dem letztes Jahr nicht ganz so gut, ne? Ja, der war nicht ganz so gut markiert. Es ging auch, aber war nicht immer ganz einfach. Ich weiß ja nicht, was da noch kommt, aber von hier auch schon eine wunderschöne Aussicht. Könnt mir aber vorstellen, da es stetig bergauf geht, dass das noch ein bisschen besser wird. Ja, und hast du mal wieder was gefunden, wo du reinkrabbeln kannst? Was ist es denn? So, hier mal ein kleines altes Gemäuer. Ja, Dachbalken, alle schon ein bisschen zusammengebrochen hier. Aber, ja, der Türsturz steht noch so halb. Das bleibt eigentlich gleich. Hier dieser wunderschöne Pfad. Manchmal eine wunderschöne Aussicht.
Ja, die Wanderung ist richtig was für mich. Keine Kraxeleien, gut beschriftet, einfach zu gehen. Eine richtige Claudia-Wanderung. Oh, und es geht natürlich wieder nur bergauf. War ja wieder klar. Ja, Sonja liebt es ja bergauf zu laufen, deshalb haben wir hier einen schönen Waldweg, der bergauf geht. Richtig? Viewpoint 1. Da. On the top of the world. Naja, nicht ganz. Aber guckt euch die Aussicht hier oben an. Boah! Also ich bin jetzt hier wirklich so ein bisschen hochgeklettert hier oben. Einmal Rundumblick. Da sieht man toll den Wald von Krustas. Ja, da oben sind wir gerade rumgekraxelt. Eine wunderschöne Aussicht. Oh, und ich glaube, da geht's wieder runter. Oh, ich glaube, es geht ab hier bergab. Selten so einen gut markierten Weg gesehen. Und hier ist sogar eine Infotafel zum Dreschplatz. Ja, und hier sieht man so ein bisschen auch dieses kreisförmige, diesen Dreschplatz. Ja, wie gesagt, wieder unser Märchenwald. Das hatten wir ja schon letztes Mal bei Krustas, dass das hier teilweise wirklich so ein bisschen verwunschen ist. Jetzt sind wir bei den Rundbauten. So. Und da haben wir sie. Wollen wir mal in den Rundbau reingehen? So. Dann kann man das nämlich vielleicht ein bisschen besser sehen. Wieder alles zusammengefallen. Guckt, hier sieht man noch ein bisschen die Deckenbalken. Ich musste jetzt tatsächlich eben kurzzeitig mal den Weg suchen. Das war ein bisschen vertrickt. Aber wie es aussieht, haben wir den Pfad wieder gefunden. Hier vorne haben wir wieder unseren Baum. Den haben wir heute schon öfters getroffen. Wir kehren jetzt langsam dem Meer den Rücken. Und es geht jetzt langsam hier zurück. Wir sind ganz glücklich. Wir haben wieder etwas Zivilisation erreicht. Eine Schotterstraße. So schön hat eine Schotterstraße noch nie ausgesehen. Wir sind hier endlich aus der Walachei raus. Und es ist das erste Mal, dass wir vorzeitig ein Fazit machen. Machen wir nicht immer, eher selten. Aber hier haben wir uns gesagt, machen wir das mal. Claudia, dein Fazit. Meinst du, ich will nach Hause? So Nein. ähnlich. Ja, es ist also wahr, der Pfad, man kann es hinter uns sehen. Die blauen Punkte gehen weiter. Es ist gut beschildert, keine Frage, aber es schlängelt sich durch. 5,5 Kilometer waren angegeben. Für mich gefühlte 12. Ja, Genau, wir sind jetzt hier, ich drehe mich mal, hier sieht man jetzt einen Schotterweg. Das heißt, wir würden die Straße überqueren, dabei den blauen Punkten weiter, aber wir gehen den Schotterweg jetzt, weil also wir haben das Gefühl, wir sind wirklich im Zickzack quer durch den Krustaswald heute gelaufen. 5,5 Kilometer sind zu 12 geworden, so kam es uns zumindest vor, gefühlt. Es sind keine, wir sind wirklich bei dieser Zahl circa. Ungefähr, aber uns reicht's. Für heute. Für heute. Wir machen jetzt nur noch Schotterweg. Ich glaube, ich mache nochmal ein Foto, wenn ich unser Auto wieder sehe. Genau. Ich bin so froh, wieder das Auto zu sehen. So ist es. Wir sehen uns wieder beim bis Auto. dahin. So, ich glaube, wir können sagen, wir sind überglücklich. Wir haben unseren Startpunkt, den Plöppri, unser Auto erreicht. Und ich glaube, wir waren selten so glücklich. Unsere heutige Krustas Challenge haben wir jetzt hinter uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.